Herr Baklian, herzlich willkommen in der Türkei. Wir freuen uns, dass Sie hier sind, uns besuchen. Das ist das erste Mal, dass Sie uns hier besuchen. Wir hatten ja am 12. Oktober ein Treffen, ein Therapeutentreffen, ein Trikombin-Therapeutentreffen in Izmir. Sie waren dabei als Sprecher. Ich würde ganz gerne wissen, wie Ihre Eindrücke sind über unser Treffen. Oh, ich war wirklich sehr beeindruckt. Ich war ja schon an vielen Kongressen auf der Welt und ich war sehr beeindruckt von der Begeisterung und von dem Engagement der türkischen Therapeuten, Ärzte hier. Ich habe wirklich gesehen, dass die Jungs, wie wir sagen, sehr engagiert sind und leidenschaftlich bei der Sache und total begeistert. Also ich habe extrem viel Ermutigungen bekommen, dass wir in der richtigen Richtung weitermachen sollten. Ja, es waren ja viele wissenschaftliche Arbeiten, auch die dort vorgestellt wurden, auf unserer Versammlung, auf unserem Treffen. Und die Akademie in Deutschland, in München, steht auch dahinter, dass die wissenschaftlichen Arbeiten weiter fortgeführt werden. Sie unterstützen das und wir als Ihre Vertretung hier unterstützen das ebenfalls. Jetzt habe ich Fragen bezüglich der Entwicklung in Deutschland und in Europa. Wie ist der Trend der Biofrequenztherapie in Deutschland und vor allen Dingen eben europaweit? Wir haben ja jetzt bald, ich glaube, 4 bis 5 Jahrzehnten der ganzen Bioresonanz- und Frequenzanwendung und natürlich hat sich da sehr, sehr viel entwickelt. Einiges ist ein bisschen auf der Strecke geblieben, einige Sachen haben sich neu entwickelt. Und die harmonikalische Frequenzanwendung, das ist praktisch jetzt das Neueste seit 6, 7 Jahren, was sich aus dem Ganzen herauskristallisiert hat und jetzt auf eine mathematisch-wissenschaftliche Grundlage basiert und dadurch natürlich praktisch ein Siegeszug erhält, gerade in den Reihen der Frequenztherapeuten. Die Entwicklung ist also gut. Jetzt natürlich eine ganz direkte Frage. Wie ist der Stand beim Trikombin-Gerät? Ist ein neues Gerät in Planung oder werden wir die Trikombin-Anwender damit unterstützen, dass wir immer wieder Supports, sozusagen Upgrades über das Gerät steuern können? Also wissen Sie, ich bin selber Therapeut und ich kenne die Problematik, dass wenn man mit Geräten arbeitet, man immer damit konfrontiert ist plötzlich, es gibt schon wieder ein neues Gerät und man muss schon wieder... Und als ich selber dann das Trikombin entwickelt habe, und das habe ich wirklich als Versprechen fast abgegeben, habe ich gesagt, das wird ein Generationsgerät. Wir haben es nach neuesten technologischen Standpunkten entwickelt und mit einer Software, die ständig abgedatet und abgegradet werden kann. Seit wir auf dem Markt sind, 2013, hatten wir schon etliche neue Upgrades. Denken Sie an die Herzfrequenzvariabilität, an den Akkorden, also richtige Entwicklungen, nicht nur Kleinigkeiten, das waren richtige. Und die sind alle immer in dem gleichen Gerät. Die Leute, die das Gerät damals gekauft haben, die haben noch die gleichen Geräte. Und Gott bewahre, ich hoffe, dass wir noch sehr lange mit dem gleichen Gerät, also es ist in den nächsten 10 Jahren auf jeden Fall nichts geplant. Da müsste schon was ganz Besonderes passieren. Es ist ein Generationsgerät und es bleibt so. Herrlich, das hört man natürlich gerne. Jetzt ein anderes Thema. Chronische Krankheiten nehmen immer mehr zu. Oh ja. Das ist nicht nur in der Türkei so, eigentlich europaweit oder weltweit, sagen wir mal. Und eine Grundbelastung haben wir hier in der Türkei als Therapeuten festgestellt, ist die Strahlungsbelastung der Leute. Das heißt, die Leute können mit ihrer Gesundheit durch diese Strahlung nicht mehr so gut umgehen, weil das eine Grundbelastung ist. Wir sind ja mit dem Trikombin da auf einer sehr sicheren Seite. Auch die neueste Entwicklung in Deutschland mit 5G und so weiter wird irgendwann auch in der Türkei angewendet werden. Das ist also der Trend der Entwicklung, der technischen Entwicklung. Denken Sie genauso wie ich, dass das Trikombin mit der Erdungsmöglichkeit und so weiter, da mit der Antenne, Erdungsantenne, da also ein Plus anbietet? Ja,
Eine der Features, wie man sagt, des Decombin ist, dass es Matrix-Entladungstherapie auch heißt, die Methode. Das heißt, es basiert darauf mit einer speziellen, von mir entwickelten Antenne, die auch geerdet ist, dass alle negativen Belastungen, alle Last, die auf den Menschen, auch psychisch und auch physisch auf ihn lastet, dass die entladen werden können durch die speziellen Frequenzen. Und dadurch ist natürlich, und das ist jetzt auch wichtig für den Therapeut, der Therapeut auch geschützt während der Therapie. Das ist in der Bioresonanz nicht immer gewährleistet. Also er ist geschützt, der Patient natürlich wird entladen und entlastet. Das ist also die eine Seite. Und natürlich, die Antenne ist so konzipiert, dass auch in Zukunft solche Belastungen wie 5G, die wir in Deutschland allmählich schon, es werden schon überall die Pilotprojekte laufen bereits, es gibt also schon Belastungen. Und auf der anderen Seite, also es wird direkt durchs Gerät und die Antenne entladen. Und auf der anderen Seite ist es so wie immer, wir haben ja auch mit der Ampullen-Technologie im Laufe der letzten Jahrzehnte, auch als die Handys kamen und so weiter, haben wir ja immer die entsprechenden Ampullen entwickelt, womit der Therapeut exakt die Belastung messen kann und natürlich auch therapieren kann. Das wird bei 5G nicht anders sein. Sobald es da ist, werden die entsprechenden Ampullen von uns natürlich hergestellt und zur Verfügung gestellt für den Therapeuten. Also eine Nachrüstung ist immer möglich und wird von uns gefördert. Ein anderes Thema, die Akademie in Deutschland, in München, macht sich ja auch sehr stark für Seminare, vor allen Dingen für Webinare. Ich denke, wir sollten hier auch betonen, dass diese Webinare auf Englisch stattfinden. Ja, wir haben also beides. Die Akademie für die harmonikalische Frequenzanwendung haben wir jetzt letztes Jahr gegründet, weil, wie ich schon anfangs sagte, es basiert auf die mathematischen Erkenntnissen der harmonikalischen Gesetzmäßigkeit nach Pythagoras, Kepler und so weiter. Wir haben also nicht nur das Gebiet Therapie, sondern wir haben auch das Gebiet Musik und Mathematik, was ein bisschen sich immer mit reinmischt. Wir haben einen wissenschaftlichen Beirat und da habe ich die liebe Dr. Karabay auch schon eingeladen. Sie ist also auf dem wissenschaftlichen Beirat. Deswegen fördert sie uns so sehr mit den ganzen Studien, die hier in der Türkei jetzt bereits stattfinden. Ich war sehr beeindruckt von den Professoren, die mir da alle ihre Vorschläge unterbreitet haben, und wir unterstützen das natürlich sehr, sehr gerne. Natürlich in anderen Ländern wird auch etwas gemacht, und die Akademie soll so das zentrale Mutterorgan sein mit ihrer Hilfe und macht also auf regelmäßiger Basis Webinare auch in Englisch, und wo ich oder andere Leute aus dem wissenschaftlichen Beirat dann einen Support machen, die therapeutischen Fragen beantworten, die neuesten Entwicklungen darstellen, sodass alle möglichst am Laufen sind und am aktuellen Stand informiert sind. Also die Webinare, die über die Akademie laufen, können auch von türkischen Teilnehmern besucht werden. Mit den chronischen Krankheiten ist es ja so eine Sache. Ich bin ja Ärztin, aus der klassischen Medizin sind wir es gewohnt, Medikamente zu verordnen oder eben, was wir gelernt haben, einzusetzen als Mediziner. Nun sehe ich, dass wir eigentlich als Mediziner in einer Sackgasse sind. Das heißt, chronische Erkrankungen nehmen so zu, dass wir meistens verzweifelt sind und nicht wissen, was können wir machen. Ich als Therapeut bin natürlich sehr dankbar dafür, dass es Frequenztherapien gibt. Die Frequenztherapien ermöglichen Patienten, die in einer chronischen Sackgasse sind, diesen Leuten die Hand zu reichen und andere Behandlungsmöglichkeiten anzubieten. Wie sehen Sie das? Wir haben, wie Sie schon erwähnt haben, eine enorme Zunahme an multimorbide Patienten. Das bedeutet Patienten, die extrem viele Symptome haben. Die Schulmedizin, ich bin kein Gegner der Schulmedizin, ich bin dankbar für die Schulmedizin bei akuten Geschehen, bei Sachen, wo das absolut notwendig ist. Ne? Aber diese chronische Erkrankungen, diese chronische Leiden, wo im Grunde genommen der Arzt, es gibt keine Blutparameter, es gibt keine Aufnahme, nichts, das sagt der Patient.
Und da haben wir in der Frequenztherapie ein solches breites Spektrum an Frequenzen, von den allerlangsamsten Frequenzen bis zu den Megahertz, 36 Megahertz Frequenzen, die wir verwenden. Wir können dadurch den gesamten Patienten scannen und wir finden exakt die regulatorischen Frequenzen, wo ein Meridian sich um mehrere Symptome gleichzeitig kümmert. Und da haben wir also wirklich sehr schöne Erfolge, die manchmal sehr beeindruckend sind. Und dadurch, dass das Trikombin 3 Kanäle, der Name Trikombin sagt es schon, hat 3 Kanäle, durch diese 3 Kanäle, 3 Signale geht die Information immer tiefer hinein ins Gewebe, beziehungsweise holt sie viel tiefer raus als früher in der klassischen Bioresonanz. Und ich war so erfreut, als der Professor, sagen Sie mir nochmal seinen Namen, Murat Pehlivan, wenn man ihn erwähnen darf, der hat ja das analysiert, ein Professor der Biophysik, und hat genau erklärt, wie diese 3 Signale sich untereinander unterstützen und potenzieren, sodass wir eine viel tiefere Wirkung haben, als wenn es nur ein Signal wäre. Hat mich natürlich besonders gefreut, das zu hören von einem renommierten Biophysiker, dass das so toll klappt, auch aus seiner Sicht. Ja, das war wirklich ein ganz toller Vortrag dieses Professors. Ja. Ich will hier nochmal die Webinare betonen. Wir können über die Akademie die englischen Webinare anbieten, auch für Therapeuten hier in der Türkei, weltweit. Das ist also ein großes Thema und das zeigt, wie seriös und wie toll diese Sachen organisiert werden von der Akademie. Ich bin natürlich, da ich im wissenschaftlichen Beirat drin bin, auch an wissenschaftlichen Arbeiten sehr interessiert und freue mich, dass wir so Hand in Hand arbeiten. Herzlichen Dank für Ihr Kommen. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Wir hoffen, dass wir hier in der Türkei auch mit der Akademie zusammen Seminare organisieren können. Für die Zukunft ist das hoffentlich in Planung. Dankeschön. Danke.